Liebe Angehörige der FAU, liebe Studis, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der gestrigen Pressekonferenz wurden die ersten vorsichtigen Lockerungen in der Corona-Pandemie vorgestellt und die meisten von uns sind sicher froh darum. Dass dies aber kein Grund ist, leichtsinnig zu werden, dürfte ebenfalls allen von uns klar sein. Zumindest hoffe ich das. Aber dennoch ist es an der Zeit, auch an den bayerischen Universitäten, an den verschiedenen Stellen wieder Präsenz zu ermöglichen. Wir müssen Schritt für Schritt zurück in den Normalbetrieb. Damit aber kein Missverständnis entsteht, gelehrt und studiert wird weiterhin online. Und große Feten sind ohnehin bis Ende August untersagt. Aber es gibt auch einige Bereiche, in denen die Präsenz vor Ort sehr wichtig ist. Und hier hilft ein klares Regelwerk, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Gestern haben wir an der FAU die sogenannten Richtlinien zum Vollzug der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung an den bayerischen Universitäten auch für uns als verbindlich beschlossen. Bitte schauen Sie sich diese auf unseren Corona-Infoseiten mal sehr genau an. Sie geben den Rahmen vor, wie wir uns auf universitärem Gelände möglichst risikoarm verhalten. Der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern, die Einfachbelegung von kleinen Büros oder das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wo der nötige Abstand nicht möglich ist, sind hier nur einige der wichtigen Punkte, die in dem Dokument beschrieben sind. Besonders wichtig sind diese Richtlinien für unsere Lehrenden, die eine Präsenzprüfung planen. Und das sind gar nicht so wenige. Mehr als 50 Prüfungsereignisse wurden uns in der Unileitung bis Ende Mai bisher gemeldet. Noch in dieser Woche stellen wir Ihnen, liebe Prüferinnen und Prüfer, ein Verfahren vor, mit Hilfe dessen Sie sicherstellen können, dass die Hygienevorschriften korrekt umgesetzt werden. Unterstützt und beraten werden Sie dabei von unseren Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitssicherheit. Und noch ein wichtiger Hinweis an unsere Beschäftigten. Natürlich sollen und dürfen Sie weiterhin im Homeoffice arbeiten, wenn Ihr Arbeitsplatz und der Betriebsablauf Telearbeit zulassen. Allerdings ist es uns schon ein wichtiges Anliegen, auch den Wunsch derjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu berücksichtigen, die zumindest teilweise wieder vor Ort arbeiten möchten. Und glauben Sie mir, davon gibt es nicht wenige. Wenn die Vorgesetzten dafür sorgen, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden, dann sollte auch eine teilweise Präsenz im Büro möglich sein. Und ich wiederhole gerne nochmal, tragen Sie eine Maske, achten Sie auf den Abstand und die Ansteckungsgefahr ist auf ein Minimum reduziert. Und jetzt zu meinen Studis. Für viele von euch, liebe Studis, läuft das Online-Studium ganz ordentlich, habe ich mir sagen lassen. An der Stelle möchte ich mich auch bedanken für die vielen Anregungen und das Feedback, das schließlich auch unseren Lehrenden hilft, die digitale Lehre so zu gestalten, dass die Inhalte für euch gut verwertbar sind. Ein Problem hat sich allerdings über die vergangenen 2-3 Wochen ziemlich klar herauskristallisiert. Es gibt doch eine Reihe von Studis, die dort, wo sie wohnen, nicht über ausreichend potentes WLAN verfügen, um an Zoom-Veranstaltungen teilzunehmen oder hohe Datenmengen zu übertragen. Wir haben jetzt auch in Abstimmung mit anderen befreundeten Universitäten eine Lösung erarbeitet, die dieses Problem hoffentlich aus der Welt schafft. In Kürze werden wir einzelne Räume ausweisen, in denen Studis unter Beachtung aller Hygienevorschriften und in gewissem Umfang auf dem Unigelände auch arbeiten können, um dort bei guter Internetanbindung einzelnen Digitalangeboten unserer Universität folgen zu können. Und zum Schluss noch eine wichtige und sehr erfreuliche Nachricht. Unser Schlossgarten wird wieder geöffnet. Am 11. Mai können wir in Absprache mit der Stadt Erlangen und der Polizei auch unseren Schlossgarten wieder für den Publikumsverkehr öffnen. Sie können also wieder spazieren gehen, das schöne Wetter genießen und die ersten Blüten bewundern. Aber ich bitte Sie,
halten Sie sich auch hier an die Hygienevorschriften, damit wir allesamt nicht in Schwierigkeiten geraten. Der Botanische Garten und der Aromagarten müssen noch ein Weilchen geschlossen bleiben, auch weil sich bei den jetzt anstehenden Pflanzungen Personal und Besucherinnen und Besucher nicht gut aus dem Weg gehen können. Aber vielleicht haben wir ja Ende Mai hier auch Positives zu berichten. Nun möchte ich Ihnen noch eine schöne restliche Woche wünschen. Freuen Sie sich mit mir über einige der wiedergewonnenen Freiheiten. Stay at home, na klar, aber jetzt auch wieder, gehen Sie ab und zu raus, essen Sie ein Eis im Spazierengehen, bleiben Sie vorsichtig und bleiben Sie gesund.